Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues aus dem Drucker. Was meine ich damit? Natürlich Neues aus dem 3D-Drucker hinter mir. Und zwar habe ich wieder was gedruckt. Und ich zeige euch was. Ein Freund war letztens hier und meinte, er braucht mal ein bisschen Hilfe im Einbau. Und zwar hat er zwei Sachen mitgebracht. Er hat einmal diesen Ringradiator hier. Das ist ein Peerless Ringradiator. Eigentlich ganz cooles Teil. Nicht so teuer und bündelt ziemlich heftig. Das heißt, man hat nicht so viel Außenreflexion. Und dann noch etwas, ja, das gibt es noch gar nicht so lange, einen kleinen AMT, und zwar ein Mundorf AMT. Es ist ein Mundorf U40W11. Ein kleiner AMT, auch sehr, sehr feines Teil, super schwer. Also wirklich ein heftiges Teil. Ja, und das Problem war, das muss jetzt halt irgendwie ins Auto. Und wie kriegt man es ins Auto? Man kann es natürlich irgendwie dran spachteln, man kann einen Ring drehen und den irgendwie da dran machen. Geht alles. Aber jetzt war der Kollege ein bisschen Zeitnot. Zeitnot, warum? Ja, das nächste Event, das Finale steht an. Und es ist nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Und es muss aber ins Auto. Also, was bleibt einem über? Natürlich der 3D-Drucker. Was kann man jetzt mit so einem 3D-Drucker machen? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe zwei Sachen gemacht. Für den AMT habe ich eine Kugel gedruckt. Diese Kugel, ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben halt aus, habe ich schon mal verlinkt, dieses GreenTech Pro Carbon. Das ist halt wirklich cooles Teil. Es ist so matt, Anthrazit und mit Carbonanteil. Das heißt richtig stabiles Zeug und auch hitzebeständig. Das ist natürlich das Geilste im Auto. Ja, und das ist halt quasi eine kleine Kugel. Die hat jetzt hier keine Löcher. Das heißt, der AMT hat ja Löcher, mit denen wir den normalerweise befestigen. Jetzt, warum hat das Teil erstmal keine Löcher? Ganz einfach, wir wissen noch nicht genau, wie das Teil hier quasi drin sitzen wird. Warum nicht? Wir haben hier hinten ein Langloch und dieses Langloch, das können wir benutzen, um das Ding hier anzuschrägen. Das passt soweit. Aber wenn man das jetzt halt dreht in der A-Säule, dann wird sich halt das hier verändern. Und ein AMT, also im Gegensatz zu einer Kalotte oder so, der strahlt halt in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, entweder der strahlt so oder so. Aber wenn wir das jetzt halt irgendwie so schief drin haben, dann ist doof. Deswegen, ja, wie wird es eingebaut? Es wird tatsächlich hier in diese Nut hier quasi geschraubt. Das ist möglich. Also die Nut hier ist aus Vollmaterial gedruckt. Das heißt, wenn man da halt einmal kurz ein bisschen fein vorbohrt und dann mit einer kleinen Schraube da reinschraubt, ist es gar kein Problem. Und dann hält das Teil hier auch ganz gut. Das heißt, erstmal ausrichten und dann ist es dran. Super Projekt. Dann ging es halt weiter mit diesem Ringradiator. Der Ringradiator, ja, der ist nicht groß, muss aber auch irgendwie ordentlich befestigt werden. Und auch dafür haben wir halt geguckt, okay, was machen wir, wo soll es rein? Es soll halt relativ tief in die Ecke rein. Ja, und dann, wo ist es? Wurde hier dieses wunderschöne Gehäuse gedruckt. Dieses wunderschöne Gehäuse, also wir sehen hier gibt es so kleine, also die Anschlussfähnchen, die sind ein bisschen breiter. Und das ist halt genau hier auch zu sehen. Das heißt, wir haben hier diese Aussparung. So, und hier können wir tatsächlich jetzt den Ringradiator reinstecken. Es ist egal, wie der Ringradiator hier drin steckt. Das heißt, den kann man drehen, wie man will. Da passiert gar nichts mit dem Frequenzgang. Deswegen war das egal. Und ja, halt diese kleine Kugel. Man sieht hier quasi eine Anschrägung auf 33 Grad, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und hier haben wir zwei Löcher, um das Teil zu fixieren. Und wir haben noch einen kleinen Durchgang fürs Kabel. Das heißt, man kann diesen Ringradiator jetzt hier so reinstecken. Gucken, dass die Kabel halt hier hinten rausgucken. Und jetzt können wir den halt wirklich hier einfach reindrücken. Das passt vom Maß her. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen Kleber oder so reintun, alles gar kein Problem. Jetzt haben wir hier quasi zwei Kabel, die hier rausgucken. Und vorher sollten wir natürlich das Teil halt irgendwie an die A-Säule schrauben, weil ansonsten doof. Ja, und dann haben wir halt sowas hier. Auch cool. Davon haben wir natürlich noch einen zweiten. Ja, wir haben von beidem einen zweiten, alles super. Ja, und das sind mal wieder zwei kleine Projekte, die man mit einem 3D-Drucker machen kann. Das heißt, nicht nur, ja, was kann man alles machen? Irgendwie Stromverbindungsterminals, man kann Halter jeglicher Art, das heißt auch
andere Kugeln, die ich halt schon im Auto verbaut habe, habe ich ganz normal mit dem 3D-Drucker gedruckt. Und da kann man halt einfach sehr viel Spaß haben. Deswegen, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, viel Spaß. Ich denke, die Projekte kann ich problemlos bei Thingiverse reinstellen. Das heißt, die Links werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Und dann könnt ihr euch die angucken. Gegebenenfalls ein bisschen modden, wenn ihr wollt. Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Ansonsten würde ich sagen, bis demnächst. Euer Thomas. Tschüssi.